Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, ihr Lieben. Wir sind auf dem Weg zu einer kleinen Eintagestour. Ein paar Locations einfach mal zum Abchecken. Abcheck-Tour quasi. Eine Checker-Tour, genau. Checker-Tour, das ist gut. Ja, was es alles so wird oder was es auch nicht wird, das könnt ihr jetzt sehen. Also let's go. Yes. So, es ist ein wunderbares Wetter. Wir sind jetzt bei der zweiten Location, weil die erste Location, die konnten wir euch gar nicht zeigen. Die scheint nämlich was zu sein, aber das müssen wir uns noch mal im Dunkeln genauer anschauen. Das wirklich alles noch so, naja, müssen wir halt mal schauen. Ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall bei der zweiten Location und sind meine Schuhe offen. Es ist am Regnen ohne Ende und das Häuschen befindet sich jetzt genau da. Ich kann schon den Dachgiebel sehen und ich bin gespannt, ob das was wird. Da könnt ihr das auch sehen. Ist das ein ungemütliches Wetter zum Urbexen, ich sag's euch, ey. Wetter geht gar nicht, Leute, ey. Ach du Schande. Ach du heilige Schande. Guckt euch das mal an. Dach fehlt komplett. So ein richtiges Lost House, ey. Scheiße. Schreibt einfach mal jetzt in die Kommentare, ob wir da auf jeden Fall reingehen sollen für so ein extra langes Video. Oh, Leute, ey. Ja, das ist, glaube ich, nichts. Ne? Da sind wir uns wohl alle einig, oder was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Sollen wir da noch mal reingehen und für euch ein Video drehen oder es direkt sein lassen? Ja, gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt meine Schuhe zu, setze mich dann wieder ins warme, trockene Auto und dann geht es weiter zur nächsten Location. Ja, gut, 2 Locations besucht. Eine müssen wir noch mal abchecken und die andere können wir direkt konsequent von unserer Liste abhaken. Es sei denn, ihr kommentiert jetzt was Gegenteiliges, aber das würde mich sehr wundern. Also ich bin gespannt auf euer Feedback zu der Location. Ja. Jacke wegpacken. Also die Location war der Hammer. Also, da hast du was richtig Geiles verpasst. Willst du nicht auch lieber noch mal gucken? Ich sag mal so, wir hätten auf jeden Fall noch einen Regenschirm mitnehmen müssen, weil Dach gab's nicht mehr. Geil, oder? Ja, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, Sachen packen und rein da, oder? Nee, weiterfahren. Also weiterfahren? Die Leute müssen entscheiden, ob wir da nochmal hinfahren und ein langes Video drehen. Okay. Ja. So, angekommen an der nächsten Location, erwartet uns direkt hier so ein wunderschönes Schild, Privatgrundstück, Zutritt verboten, jegliche Haftung ausgeschlossen und Video überwacht. Naja, ich sag mal so, sieht schon ziemlich lost aus, ne? Erkennst du, was es war? Ich würde mal vermuten, das war ein Realmarkt mit einer Tankstelle. Jo, mit einer Tankstelle, ja. Hier vorne ist die Tankstelle gewesen, da. Nee, mit hier nicht. Oh, hier riecht's unangenehm. Was ist das denn jetzt? Also ich war's nicht. Nee, das kommt wohl. Das ist der Lost Place Modder Geruch. Nee, das kommt aus dem Gully oder sowas. Boah, richtig ekelhaft. Na, ich würde sagen, wir gehen einfach mal drauf und mal gucken, oder? Was meinst du? Ja, würde ich auch sagen. Das ist eine sehr gute Idee, so ein bisschen spazieren. Ich denke mal, reingehen wird hier nicht möglich sein. Also eine Kamera habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Nee, Kamera habe ich auch nicht gesehen. Oh. Aber vielleicht kommt man ja auch noch irgendwie anders hier aufs Gelände. Nee, da ist keine Kamera mehr. Ach, guck mal hier. Hier ist auch kein Schild. Hier können wir einfach drauf gehen. Oh, hier ist sogar ein Weg hoch quasi. Ja, dann würde ich sagen, bei allerschönstem Wetter gehen wir jetzt mal spazieren. Das ist total glaubwürdig, oder? Ja, natürlich. Was wird denn jetzt hier? Was ist das denn? Da müssen wir ja auch mal gucken. Das sieht ja auch komisch aus. Das ist von so einem Verein. Du willst nicht irgendwo anders hinstellen als direkt vor die Tür? Was ist das jetzt hier? Anja, willst du jetzt irgendwie sagen, dass jetzt irgendjemand das jucken wird, dass wir jetzt da spazieren gehen im Regen auf einem Parkplatz? Ich denke, mehr ja, hier kannst du hinter dem Park, ne? Das ist okay. Mehr wird es hier eh nicht werden, als ein bisschen spazieren auf dem Parkplatz. Gucken mal. So, auf geht's aufs Gelände. Hup, hup. Die Verladerampe ist auf jeden Fall komplett vergittert. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht noch mal rein kann. Aber da ist auf jeden Fall auch schon, sind auch schon USB-Platten vor. Ich meine, da oben wäre das Fenster offen. Sieht ein bisschen so aus, als ob der, mein Gott, als ob der Griff so ein bisschen hoch wäre. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber ich glaube, auch mit Zoom wird man es nicht so ganz gut erkennen. Aber die Verladerampe ist hier auf jeden Fall komplett zu.
Aber das sieht richtig lange verlassen aus. Ja, Ne? ja. Also auf jeden Fall nicht erst seit 2 Jahren oder so. Das muss auf jeden Fall schon länger zu sein, vermutlich. Ja. Und jetzt, manchmal täuscht man sich auch, ne? Genau, wenn wir im Nachhinein nachher googeln, finden wir dann nachher raus, so seit einem halben Jahr oder Ja, so. klar. Also ich würde jetzt mal vorschlagen, wir suchen jetzt erstmal die Kameras, ne? Die ja hier angeblich sind, oder? Ja, ich bin auch schon am gucken, wo die sind. Da könnte hier sogar noch tanken gehen. Guck mal, die Zapfsäulen sind noch da. Wie geil ist das denn? Geil, Meinst du, wie dumm wir jetzt gucken würden, ohne Witz, wenn jetzt plötzlich irgendwie Bauwatch irgendwo hier stehen würde oder Security. in 5 Minuten hier die Polizei kommt? Ja. Ah ja, ey gut, wir sind jetzt einen ganz normalen Weg gelaufen, der nicht abgesperrt ist, nichts abgesperrt. Ach, dann wir geben sie uns einen Platzverweis und dann ist gut. Aber schau mal, die Bretter da sehen schon ein bisschen neuer aus, ne? ne? Ja, hast du recht. Aber das kommt aber auch, weil die überdacht sind, ne? Unten hat sich ja schon die ganze Feuchtigkeit gesammelt. Aber oben ja, haben sie schon richtig auseinandergenommen hier. Die Aufschrift hier, diese Applikation oder was es da ist, schon mal geklaut. Entschuldigung, was machen Sie denn gerade? Story für Instagram. Also wer uns noch bei Instagram noch nicht folgt, der kann es jetzt auf jeden Fall nachholen. Ja. Boah, und jetzt schalten wir in die Werbung. Ho, ho, ho! Bereit für die Lieferung, kleiner Weihnachtself? Aber Weihnachtsmann, doch kein Spielzeug, sondern Holy. Was ist denn Holy? Kennst du Holy nicht? Holy bietet eine vielseitige Auswahl an Getränken, die komplett ohne Zucker, künstliche Aromen oder Taurin auskommen. Ob Energy Drinks, Hydration für den Sport oder erfrischender Eistee. Alle Varianten sind vegan, kalorienarm und nachhaltig verpackt. Holy steht für großartigen Geschmack, natürliche Inhaltsstoffe und das gute Gefühl, sich bewusst zu entscheiden. Und um richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, hat Holy jetzt wieder Bratapfel und Pflaumenzimt im Angebot. Hier, Weihnachtsmann, probier's doch einfach mal selber. Und, was sagst du? Bratapfel mit Barthaare. Aber der Bratapfel, der schmeckt sehr lecker. Bratapfel? Ein bisschen. Sehr lecker. Bratapfel. Und jetzt habe ich auch ein Geschenk für dich, Weihnachtsmann, weil du immer so nett zu uns bist. Mit dem Code LOST5 kannst du 5 € sparen und ihr auch als Neukunden. Oh, und wenn du öfters bei Holy bestellen möchtest, dann kannst du mit dem Code LOST nochmal 10% sparen. Das ist aber nicht schlecht. Ja. Schaut auf jeden Fall mal bei Holy vorbei, denn momentan läuft noch die Aktion, wenn ihr das Starter-Set Deluxe bestellt, dass ihr einen Thermoshaker gratis bekommt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Habt ihr schon mal sowas gesehen? So einfach ist Öl absaugen. Hab ich noch nie gesehen, so ein SB-Ölsauger. Habt ihr das schon mal gesehen? Chip an der Kasse, der Motor muss betriebswarm sein, nur für Motorenöle. Benutzung auf eigene Gefahr. Peilstab herausziehen, Sonde in Peilstaböffnung einstecken, Öl wird abgesaugt. Sonde herausziehen, Peilstab zurückstecken. Okay, hab ich noch nie gesehen, so ein Ding. Hier ist noch dieses Ding davon zu sehen, wo man das einfach so in diesen Peilstab-Ding da reinpacken konnte. Packen wir mal wieder ordentlich hin zurück, wo es hingehört. Wird zwar eh nie wieder benutzt werden, leider, aber das ist ja cool. Also konntest du hier mit diesem Ding einen Ölwechsel machen oder wie kann man sich das genau vorstellen? Ja, ne, muss doch so sein, oder? Krass. Gibt es sowas heutzutage noch? Und hier ist der Altölbehälter, ne? Würde ich mal vermuten. Ist der noch voll? Was meint ihr? Hier war auf jeden Fall das Kassenhäuschen, wie man sieht. Wo man dann bezahlen konnte. Weitestgehend leer. Mein Gott, ist das ein Wetter, ey. Ist das kalt, ne? Das ist ein scheiß Wind und den Regen. Wie viele Kameras hast du jetzt gesehen? So 10 oder so. 10? Ja. Aber guck mal, da ganz hinten, da sieht man's. Da steht noch so ein bisschen was von Real. Nee, gar nicht wahr, ist ein Graffiti. Doch. Oder da oben, warte mal, da oben ist da noch ein bisschen was von Real. Oh, das sieht ein bisschen aus wie Real. Ja, doch, da, ne? Da könnte noch ein bisschen was von Real stehen. Ich weiß nicht, ich bilde mir nur ein, ich weiß es nicht. Kommst du mal hier rein? Da kommst du rein? Echt jetzt? Ist aber alles dunkel drin. Ja, Taschenlampe haben wir leider nicht dabei, weil wir nur auf einer Erkundungstour sind. Wir können ja mal gucken. Sieht schon
eine Eisenstange, die als Brecheisen Ja, missbraucht wahrscheinlich. wurde. Ich bin so gerne immer bei Real einkaufen gegangen. Ne? Auch viel, viel lieber als bei Kaufland. Viel lieber, ehrlich. Ja. Aber der scheint schon sehr lange verlassen zu sein, oder? Sieht auf jeden Fall so aus, ja. Ja. Richtig, richtig heftig, ey. Da haben sie die Tür eingewämst, ne? Ja, vermutlich hier mit den Feuerlöschern, ne? Ja, könnte sein, ne? Wir wurden ja gerade schon wieder beobachtet von der Frau, die hier irgendwo wohnt, die mit dem Hund geht. Da denke ich mir auch immer, guck doch einfach mal, wenn die Leute hier randalieren. Da habt ihr genug zu tun. Ja. Dann willst du ja nicht so aussehen, ne? Vielleicht sind sie doch deswegen schon so sensibel, ne? Naja, aber komm, Sabrina, wie lange ist das jetzt hier schon so, ne? Und Ja. wie sieht's hier aus? Das ist ja nicht von einem Mal so. Oh ja. Man sieht exakt gar nichts, richtig? Kann man ein bisschen mehr sehen. Zumindest die Zuschauer können ein bisschen mehr sehen. Aber man sieht einfach nur leere. Wie eine leere Halle. Ja, genau. Es war hier die Verkaufsfläche war, ne? Aber schön warm hier drin eigentlich. Kommt warme sehr Luft. ölig, ne? So, kriegst du das? Aber es ist auch hier hinten. Hier hinten komplett demoliert, ne? Ganze Decke, alles runter. Boah. Darf man das mal schauen? Mit dem Feuerlöscher hier, wo wir die Vermutung haben, dass da eventuell Wenn da noch was drauf das Tatwerkzeug ist. 2020. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall kein halbes Jahr, sagen wir mal so. Gott sei Dank. Aber meinst du jetzt im Ernst, seit 4 Jahren erst hier? Glaube ich nicht, oder? Ja, muss ja. Denkst du, da kommt jetzt noch mal jemand, um am Lost Place die Feuerlöscher zu prüfen, oder? Ich wundert mich. Also ich finde, das sieht echt aus wie deutlich länger verlassen. Ja, aber du musst mal überlegen, die ganzen Realmärkte, die sahen ja immer irgendwie so aus. Also wenn nicht gerade einer neu gebaut wurde, sahen die immer so aus. Ja. Bei uns sah es auch immer so aus. Ja, ich würde mir vermuten, dass da vorne der eigentliche Eingang war. Dass da auch so die kleinen Geschäfte noch waren. Real hatte ja meist noch irgendwelche anderen Geschäfte im Laden drin. Boah, Jeko Fanny, ey. Aber doch, also was ich vorhin schon vermutet hatte, hier ist auf jeden Fall ein Teil von der Real-Werbung. Ha? Allkauf, oder? Ja, sind doch real. Ja, Allkauf. Allkauf. Ah, da kommt die Truller wieder mit dem Hund. Ja. Allkauf, Leute. Könnt ihr das lesen? Allkauf. Aber da hinten ist auf jeden Fall Real. Aber Allkauf war doch früher real. Ja? Da muss da noch länger verlassen sein, oder? Das war ja Allkauf, danach wurde es real. Okay. Haben sie die Schilder abmontiert. Da sieht man es auf jeden Fall. Allkauf. Und hier sieht man auch, da ist ein weiteres Loch in der Wand. Könnte man theoretisch auch reingehen. Aber hier, das zum Beispiel hier, die Bretter, die sehen richtig, richtig alt aus. Die haben natürlich die ganze Zeit den Regen drauf, ne? Guck mal hier in Sabrina. Boah. Guck mal, siehst du das da hinten? Da ist die Rolltreppe. Jo, die hatten eine Rolltreppe. Voll geil. Ich mach mal eben nochmal. Scheiße, das ist irgendwie doch. Ja, da hinten. Ich weiß nicht, ob man sehen wird. Jetzt wird es irgendwie doch geil, da reinzugehen. Ja, sicher, Anja. Warum denn nicht? Da sicher. Reingehen, ja, doch. Da hatten die echt eine Rolltreppe nach oben. War echt 2 Etagen Ja. gewesen. Ich glaube schon mit Taschenlampe. Holst Taschenlampe? Ich glaube schon. Das ist so krass, ne, wie sich die Natur alles zurückholt. Ne? Da wächst einfach, das ist so heftig, da wächst einfach ein Baum aus dem Asphalt und bei mir zu Hause wachsen die Blumen schon knusprig, weil ich einen Tag nicht zu trinken bekomme, kein Wasser bekomme oder so, weißt du, weil ich die falsch gegossen habe. Weißt du? Ja, Anja, okay. So, Anja holt auf jeden Fall jetzt mal die Taschenlampe aus dem Auto und wir gehen einfach mal eben noch kurz die kleine Runde hier rum, um uns noch den Rest anzuschauen. So, hier sieht man auf jeden Fall, dass hier definitiv der eigentliche Haupteingang war von dem Realmarkt. Hier ist auch noch der Zebrastreifen zu sehen.
wo man als Fußgänger dann halt hier in den Markt reingehen konnte. Also wir wussten, dass es hier ein verlassener Supermarkt ist, haben uns aber im Vorfeld gar nicht darüber informiert, weil wir einfach gucken wollten, ob das Ganze was ist, was wir hier so sehen werden. Ich werde euch auf jeden Fall an der Stelle alle Infos, die ich noch finden konnte, einbinden, dass ihr so ein paar Infos habt. Vielleicht finde ich ja noch heraus, seit wann das Ganze geschlossen wurde. Dieser Realmarkt steht seit 2021 leer. Ursprünglich sollte ein Globusmarkt einziehen, aber daraus wurde nichts. Vor 2 Jahren gab es dann Pläne, hier Wohnungen zu bauen. Hier oben sieht man auf jeden Fall Getränkemarkt. Das kann man noch so leicht erkennen. So, gucken wir mal weiter. Aber ich denke mal hier hinten könnte man einmal so rumfahren. Ne? War ja meist immer so, dass man in einer Richtung beim Realmarkt reinfahren konnte und bei der anderen Richtung dann wieder rausfahren konnte. Ich muss auch wieder gerade an die Geschichte denken, die ich Anja schon einige Male erzählt habe, dass man früher auf einem Realparkplatz oder Einkaufparkplatz, ist ja natürlich noch älter, Schiebedächer einbauen konnte. Muss ich gerade auch wieder dran denken. Ist so richtig nostalgisch hier, so einen verlassenen Realmarkt zu sehen. Leider Gottes, wenn man mal ehrlich ist, gibt es da mittlerweile einige Realmärkte, die verlassen sind. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob auch bei euch in der Nähe der ein oder andere Realmarkt ist, der leider zugemacht hat. Einige Filialen wurden ja übernommen, unter anderem von Kaufland. Aber viele Filialen, ne, haben auch dieses Schicksal leider Gottes. Ne? Schade irgendwie drum. Ne? Ich habe jetzt gerade übrigens gesehen, dass ein paar Regentropfen auf der Linse drauf sind, aber bei der Kamera komme ich da jetzt nicht so dran. Wenn ich jetzt mit meinen nassen Händen auf dem Objektiv rumfummel, ist das Bild nachher noch schlimmer, als es wahrscheinlich jetzt gerade ist für euch. Ich müsste einfach entschuldigen, tut mir jetzt leid. Habe jetzt kein Tuch mitgenommen aus dem Auto. Taschentuch habe ich mit. Ja, ich könnte mal versuchen, mit den Taschentüchern das irgendwie ein bisschen besser hinzubekommen. Aber hier hinten seht ihr, ich denke, hier waren vielleicht teilweise auch die Personaleingänge gewesen zu dem Markt. Aber alles richtig, richtig lost, ne? So, ich habe mal das Objektiv sauber gemacht. Ich hoffe, es passt mit dem Fokus jetzt auch gerade. Das ist so krass, ne? Es ist so groß. Schaut mal hier. Hier ist einfach noch ein weiteres Gebäude. Hier so ein Unterstand, vermutlich Raucherecke, würde ich mal vermuten. Das Gebäude, da bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Und hier scheint wohl der Bürobereich zu sein von dem Realladen. Satellitenanlage. Oh, um Gottes Willen, ne? Oh, mein Gott, das ist so windig. Oh, meine Augen tränen schon. Aber es ist ein Wetter. Ich habe immer noch keine Kamera gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite, Leute, ganz ehrlich, was will man denn bitte hier überhaupt noch beschützen, bewachen? Ach, Anja. Anja ruft mich, ey. Ja, was will man hier noch beschützen, bewachen? Eigentlich gar nichts mehr, oder? Das Ding ist komplett durch. Du kannst nur noch abreißen und platt machen und Grundstück anderweitig benutzen. Mehr kannst du hier nicht mehr machen. Das ist wie Speedy Gonzales einfach so reinläufst. Welcher aber direkt von der anderen Seite. Hatte ja eigentlich gedacht gehabt, du kommst von der anderen Seite. Du musst ja nicht so weiterläufst. Ich glaube, hier war der Personalbereich gewesen. Guck mal, Raucherecke und alles, ne? Raucherecke? Ja, da. Guck mal, da. Ja. Glaubst du nicht? Da ist eine Rampe. Ja, aber ich glaube, hier war Personalbereich. Ja, man hört jede Menge Wasser, ne? Fließen. Ja. Ich weiß gar nicht, wovon es kommt, aber irgendwo kommt auf jeden Fall Wasser runter. Schön warm hier drin. Willst du da jetzt hinlaufen zu der Rolltreppe? Ja, komm. Anja, es ist komplett gruselig hier. Komm jetzt. Oh Gott, das ist Das ist nicht gruselig. Guck mal. Nein, das ist gruselig, was auch immer es ist. Ja, das ist echt gruselig. Ich glaube, da hinten war die Fleischabteilung. Wahrscheinlich kühl. Halt. Mhm.
Die ist aber echt warm, ne? Oh, schön. Warm, hier sind Kameras. Oh. Ja. Gucken wir mal, ne? Aber ich glaube, wir kommen gar nicht in den anderen Bereich, Nee. das Rollo dazu ist. Mhm. Ach, jetzt verstehe ich den Sinn. Weißt du, warum wir da nicht hinkommen? Leuchte mal da gerade aus. Ja, weil da ein Rollo ist. Weißt du, warum wir da nicht hinkommen? Jetzt. Hier war der Realmarkt. Ja, und da ist Das. ein anderer Bereich. Ey, Was ist denn? hörst du es nicht? Hier ist Plätschert. Nein, Doch. hier ist eine Uhr. Sabrina. Du meinst echt Hallo. Hier ist die Uhr. Ja, die Uhr möchte ich gerne mal sehen. Die gucke ich mir jetzt erstmal an. So, wo ist deine Uhr? Na, es plätschert. Es tropft. Ja, hinter ist alles komplett nass. Und der Teil noch echt super im Zustand eigentlich, ne? Ich muss mal den Undercover-Modus anmachen. Ey, es ist einfach. Weißt du, ist das? Es ist scheiße dunkel hier. So, jetzt könnt ihr ein bisschen mehr sehen. Also wie gesagt, der Teil hinter uns echt noch sehr gut in Zustand. Keine Feuchtigkeit, es tropft nirgendwo durch. Auch wenn es teilweise anders aussieht. Ja. Aber wenn man jetzt sich umdreht und sich hier mal umguckt, siehst du dieses Rolltor und jede Menge Feuchtigkeit da unten drunter. Es tropft komplett durch. Ja. Extrem. Guck mal einmal da vorne an, ja. Ist da eine Tür, die offen ist? Oder ich da mal gucken. Scheiß Spinnenleben. Notausgang. Ja, die Tür sieht aus, als wenn die, guck mal, offen wäre. Das sehe ich nicht. Ja. Das ist die Kühlabteilung. Ich hab schon gesagt, dass es scheiße unheimlich ist. Da sind die Rolltreppen. Ja, gehen. Mein Gott, gehen. Was geht jetzt ab? Ja, ich weiß es nicht. Klingt ja so, wie man klopfen würde. Ja, oder Mäuse. Mäuse klopfen? Ja. Also Mäusezeichen? Lass mal abchecken hier. Also hier Kühllager auf jeden Fall. Gruselig. Deswegen, das Gute ist, wir könnten ja nur kurz da raus, wenn irgendwas ist. Oder? Weiß nicht. Guck mal, man konnte hier gar nicht so richtig nach oben fahren. Nee, das Man war hat einfach. einfach nur hier diese, was weiß ich, 5 Stufen oder so. Die Rolltreppen da genutzt. Leuchte einmal noch mal da in die Ecke. Boah, Wahnsinn, ey. Ich versuche nochmal umzuschalten für euch, Leute. Vielleicht reicht es mit dem Licht jetzt. Ja, okay. Totale Apokalypse hier. Ja. Aber wie schon gesagt, ne, deutlich schlechterer Zustand hier. Deutlich schlechter. Hier bist du früher mit deinem Einkaufswagen drauf und dann hoch und runter gefahren. Ja. Und hier geradeaus noch die Ladenfläche wahrscheinlich für. Aber dann war es beides Ladenfläche, ne? Leuchten wir da um. Aber dann waren beide Teile Ladenfläche. Ja, ne? doch. War doch Hier hier unten und dann hier hinter uns. Ja, Ne? waren wahrscheinlich doch keine Geschäfte, die hier irgendwie waren. Ne? Aber ich hatte vorhin quasi an der Ecke, also hier jetzt im Prinzip, stand irgendwie so ein Schild. Ich weiß nicht, ja. Getränkemarkt. Irgendwelche, stand da noch. irgendwelche Mode stand da. Ja? Ja, was mit Adlermode war ja meist, ne? In Ja, solchen. aber Adler war das nicht. Ich habe gedacht, es wäre auf 2 Etagen, das Ganze. Dachte ich auch. Leuchte noch mal einmal die Taschenlampe, mach mal diesen Kegel. Ja, genau. Einmal geradeaus, komplett nach links noch ein bisschen. Schau mal, wie groß es ist. Und da hinten war der Haupteingang. Da ganz hinten rechts. Ja. Ja, da war der Haupteingang. Aber man sieht ja, es ist ja alles ja eigentlich größtenteils komplett. Das ist besser. Schön. Also man sieht ja, dass im Endeffekt von dort ist man da reingekommen. Und die Kassen müssen ja dann auch hier voll in dem Bereich gewesen sein, ne? Ja, eigentlich ja. Also es ist sehr, sehr schwer auszuleuchten. Leute, es ist einfach sehr, sehr, sehr duster hier drin. Aber guck mal, die Pfosten, die sehen auch teilweise nicht mehr gerade aus. Ich weiß nicht, ob ihr das später im Video sehen Jo. werdet. Jo.
Die sehen Der auch... dritte ist im Prinzip komplett schief, ne? Ja. Ja, und hier irgendwo halt der Kassenbereich dann, ne? Ja, und dann kannst du da wieder rausstiefeln. Ja. Da reingucken. Genau, aber schaut mal hier oben. Die Decke. Tja. Aber ich verstehe nicht, warum jetzt hier das nochmal abgegrenzt war. Oder war das doch einfach der Supermarkt an? Ja, ich check das irgendwie nicht. Ich check's auch nicht. Und hier vielleicht so die Fläche, wo ein Lottoladen vielleicht noch so war. So groß und so ein kleiner Markt dann. Ja, vielleicht unterschätzen wir das auch gerade. Allkauf stand doch hier, glaube ich, oder? An der Stelle, oder? Ich weiß nicht, Leute. Schreibt mal eure Vermutung in die Kommentare, ob das jetzt hier die Fläche doch war für andere Geschäfte. Wie zum Beispiel ein Lottoladen, ein Bäcker und keine Ahnung, was immer alles so hier war. Und dass einfach die Zwischenwände einfach jetzt fehlen hier in dem Bereich. Und dass man dann doch halt hier in den eigentlichen Supermarkt kam. Ich weiß es nicht. Vielleicht war die Kühlzelle, die wir hier gesehen haben, auch von einem Fleischer. Dass hier vielleicht ein Fleischerstand war. Guck mal, hier war auf jeden Fall abgegrenzt. Siehst du es? Ja, ja, genau. Fliesen, das ist ja so ein bisschen, naja, aus einem anderen Bereich, sag ich jetzt mal, muss halt auch steril oder zumindest sehr sauber sein. Fleischer, so ein Metzger vielleicht. Und da die Kühlzelle von dem Metzger wird für mich so Sinn machen. Ach, Anja, Real hatte doch die heiße Theke. Ja, ist auch ein Metzger, oder nicht? Genau. Ja. Das könnte sein, ne? Könnte sein, ja. Dass es hier vielleicht die heiße Theke mal war. Könnte Sinn ergeben. Und dann ging es hier in den eigentlichen Supermarkt rein. Aber dann war das hier auch noch Supermarkt, oder nicht? Naja, ich glaube hier Müssen unten... uns gleich mal ein bisschen schlau machen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ich würde sagen, vielleicht hier unten irgendwie, sagen wir mal, hier rechts Adlermode, der Bereich. Und hier ist man mit der Rolltreppe dann halt hochgefahren. Konntest du hier rechts bei Adlermode reingehen. Und hier links, was weiß ich, hatten sie vielleicht noch andere Supermärkte gehabt. So diese kleinen Geschäfte wie, was weiß ich, Family. Was haben die denn immer noch so in diesen Märkten? Jeans Fritz. Paco. Deichmann. Genau. Keine Ahnung, halt hier auf der Seite noch so andere Geschäfte. Und das wird auch erklären, schau mal, diese ganzen Türen, die da sind. Ja, es war ja so diese Lagerräume dann im Prinzip. Die Lagerräume und natürlich auch die Personalbereiche dann für die Geschäfte, weil hier sind überall so Türen. Ja, mal. Geht hier noch die Heizung? Ich weiß nicht, was das ist. Klingt so, ne? Ja, da sollte man bisher nicht mehr drüber laufen. Nee, deswegen müssen wir die aussprechen. Das hört sich echt an, als wenn hier eine Heizung wäre. Ich dachte erst der Wind, aber es ist nicht so windig und regnen tut es eigentlich auch nicht mehr, ne? Ne? Ich hoffe, man hört das. Ja, ach, da oben. Das sind die Rohre. Nein, das der ist Lüfter. dieser Lüfter. Den hat man von draußen auch schon gesehen. Ich dachte schon, hier geht noch der Strom oder sowas. Man kann ja eigentlich gar nicht. Also kann schon natürlich, aber kommt halt nirgendwo mehr an, ne? Gruselig hier, ey. Ja, ich merk's, dass du es gruselig findest. Ja. Du nicht? Gruselig wär's, wenn wir alleine im Dunkeln hier wären. Es ist für mich schon ziemlich dunkel. Ich meine, so draußen noch dunkel. Hör auf, ey. Echt riesig, ne? Wenn man jetzt hier gar nichts mehr so drin hat in den Räumlichkeiten, ne? Ja, das stimmt. Wirkt schon ganz anders. Also das meinst du, ist der Haupteingang hier? Nee, wo ist denn das Haupteingang? Hier war der Haupteingang. Das ist doch keine... Ah nee, guck mal, da war der Haupteingang. Das ist so Nee, so eine kleine Tür. Nee, da hinten. Da ganz hinten. Das war der Haupteingang. Da hängt noch ein Schild, guck mal. Ich glaube, das ist das einzige Schild, was hier noch hängt. Da oben, oder? Das ist gar kein Schild, scheiße. Nee. Das ist nur so eine Deckenverkleidung, die runtergekommen ist. Ja. Ach, schade. Mein Gott, der ist so echt hier so ein Müllberg, der hier vorne liegt. Ja. Ich dachte, das wäre Dämmwolle oder so. Das ist Nee, Müll. tatsächlich Müll. Ja. Leuchte mal da rechts hin. Hier war der Eingang. Meinst du? Ja, das war der Haupteingang. Ja, gucken wir weiter erstmal. Und hier, guck mal geradeaus vor uns. Vielleicht so ein Friseurladen. Die hatten ja auch meist irgendwie so Friseure hier, ne? Ja, das sieht so stimmt. richtig nach einem Friseur aus. Ja, stimmt. Hier steht ein Einkaufswagen. Ja. Guck mal hier waren die Läden, Sabrina. Jo, hier waren die Läden. Hier waren die ganzen Läden. Stimmt. Mein Gott.
Hier sieht man es real. Und da ist sogar noch ein Chip drin. Ja, unsere neuen Eigenmarken komplett schon verblichen, ne? Ausgeglichen, ja. Das ist eine sehr krasse Geräuschkulisse hier, ne? Ja. Mit diesem plätschernden Wasser, was von da hinten kommt. Zeig mal kurz die Taschenlampe. Hier aus der Ecke Hier irgendwo sein. kommt das richtig krass raus, Leute. Ja. Da steht ein Eimer drunter. Eimer wurde drunter gestellt, ja. Aber hier sind diese einzelnen kleinen Geschäfte, die man dann anbieten konnte. Und da vorne dann der Haupteingang. Das ist so unheimlich hier, Leute, echt. Das ist so stockeduster. Richtig, richtig heftig. Also ihr könnt hier gerade deutlich mehr erkennen, als wir letztendlich. Das kann ich euch verraten. Hier ist der Haupteingang. Ja. Ja, hier war der Haupteingang. Ja, doch, das ist der Haupteingang, ja. Sieht so schmal aus, irgendwie ganz komisch. Ja, Aber wie viele Läden die auch hier alle. Guck mal hier. ja. Alles voll, ne? Mhm. Bestimmt so Vodafone-Shop oder Telekom, Modegeschäfte, Lottoläden. Bin gespannt, ob es noch Bilder gibt, wie das mal früher hier aussah. Das würde mich brennend interessieren. Ne? Mich auch. Hier am Boden, ne, sieht man noch, dass hier überall die Kabeldiebe schon waren. Die ganzen Kabel alle schon geschält worden, Ja. um noch ein bisschen Geld zu machen. Hier unten sieht man es. Ja. Aber ja, hier haben sie aber richtig viel zu holen, ne? Ja, deswegen werden die Decken auch so aussehen, wie sie aussehen, weil Ja. sie da halt auch schon Na klar. gucken, was sie da noch rausholen Na können. klar, auf jeden Fall. Die haben sich auf jeden Fall eine goldene Nase verdient, vermute ich mal, ne? Ich glaube, die verdienen sich noch eine goldene Nase. Eine weitere. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen dann mal zurück Richtung Ausgang. Vielleicht finden wir dann noch mal irgendwas Interessantes. Aber ansonsten, vermute ich mal, haben wir hier alles gesehen, ne? Ja. Aber weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist, Sabrina? Was denn? Hier ist ein komplett anderer Boden drin. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatte Real immer diesen Boden hier. Ja, das ist der typische Supermarkt-Realboden. Das stimmt. Und da hinten hatten die einen ganz Ja. modernen Boden, sage ich jetzt einfach mal, ne? Also vielleicht war das doch dann tatsächlich hier nur der Bereich, ne? Ah, ich weiß, da Ist war ja es auch groß, relativ. Doch, da war es aber ein kleiner Realmarkt, finde ich, oder? Ja, aber ist ja auch nicht so klein, ne? Real war ja eigentlich immer relativ groß, hatten sehr viel Auswahl. Ne? Ich glaube, da hinten kamst du in den Personalbereich, in diese Mitarbeiterbereiche oder so. Willst du noch? Boah, das sieht so unheimlich aus. Lass mal einen Blick nach draußen werfen, ob da nicht schon die Polizei steht oder so. Das wäre ja wohl lächerlich. So abgeranzt, wie das hier ist, ey. Ja. Aber hier war der Fleischerbereich, oder? Mit der Weiß nicht. Tür, guck mal, sieht doch so richtig aus wie. Ja, die Tür sieht so aus. Ja. Kann sein, dass hier ins Kühlhalle ging. Aber das wäre schon eine ziemlich große Kühlzelle. Naja, die haben halt auch viel Fleisch, ne? Hier geht's weiter. Wahrscheinlich zur Warenannahme ging es ja auch. Boah, hier riecht es aber unangenehm. Oh, riechst du das? Guck mal, da geradeaus geht's noch weiter. Da gehe ich aber nicht hin, das ist mir zu gruselig. Boah, das riecht richtig so nach. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Wir hatten mal in Italien so eine Ja, verlassene ja, ja. Fleischerei Ja. erkundet. Die war auch so eklig. Das war aber jetzt schon komisch da drin, ne? Ja, aber das wird auf jeden Fall der Weg zur Warenannahme noch gewesen sein. Und da sieht man auch mal, wie groß so eine Kühlzelle von so einem Supermarkt ist, ne? Ist schon ziemlich groß. Ja. Aber hier ist die totale Zerwüstung. Film mal einmal oben. Leuchte mal. Seht ihr das, Leute? Hier ist richtig gewütet Kannst du worden. direkt in die obere Etage gucken. Ja, und ich denke, das ist das Werk der Kabeldiebe. Ja, klar. Das auch an der vor dir ist Ja, süß. ein Loch. Kleines Loch. Ganz klein. Und hier geht es dann weiter. Das sieht aber auch aus wie Aber hier sieht die Kühlzelle, aus wie ne? Fleisch. Die gucken von der Länge her. Die Tür da hinten, film mal die Tür, leuchte mal der, genau. Aber hier von der Länge her könnte doch die Fleischtiegel gewesen sein, oder? Das stimmt, ja. Hier ist ja auch alles gefliest.
Hier der Boden, ne? Den kannst du ja gut abschrubben. Ja. Und links hier weiter. In den Kühlbereich. Da ist die Funktion. Hier, 1, 2, mindestens. Es gab ja einmal den Wurstbereich und wahrscheinlich auch einmal diesen Käse. Joghurt- und Käsebereich. So, ne? Kennst du den Joghurtbereich nicht, Anja? Nee. Was ist denn der Joghurtbereich? Ja, so Aber ist doch nicht bei der Fleischtheke. Und auch nicht bei den Käse. Aber muss man das nicht auch kühlen irgendwie im Lager, dass die da für den Lagerbereich noch extra haben? Das kann natürlich sein, aber das hat ja nichts mit dem Fleisch zu tun. Ach, mit der Fleischtheke. hier ist auf jeden Fall jede Menge Kühlung, wie man sieht. Genau. Und hier noch ein Büro. Hier war an den Wänden auf jeden Fall was gewesen. Und hier wurde richtig intensiv geraucht. Das kann ich euch auch verraten. Sieht man sogar. Vergilbt hier. Genau, sieht man sogar. Und hier. Was war denn hier? Ja, das was wir gerade Hier war die Warenannahme. Hier Aber war die hatten Annahme. auf jeden Fall, die hatten hier auf jeden Fall mehrere Waren. Das war jetzt, da hinten war ja eine, die ein bisschen kleiner war, ne? Dann jetzt hier eine und vorne die ganz große. Und vorne die ganz große, das wird da im Zusammenhang mit dieser Kühlzelle sein, weißt du? Dass Produkte, die kühl gelagert werden müssen, erstmal dann da abgestellt worden sind und dann verräumt wurden. Und hier war halt die Kühlzelle für das ganze Fleisch und so, ne? Ich denke, es gab halt Warenannahmen nach Sorten, ne? Genau. Wie Fleisch, Ja. wie Tiefkühlware, Ja. Es gibt wie ja auch Sachen, Elektrosachen, ne? können die kühl, wie heißt das noch? Warte. Trockenfood, oder heißt das nicht Trockenfood oder so? Ja, wie Rattenkühler. Wie zum Beispiel halt so Sachen wie, was weiß ich, Müsli oder so. Ne, das wird ja anders gelagert. Trocken gelagert werden, ja. Genau. Nur trocken gelagert werden, muss ja nicht gekühlt werden. Ich denke, dementsprechend hatten die draußen auch so viel Warenannahme. Aber es gibt ja Sachen, die dürfen die Kühlung nicht verlassen im Prinzip. Also Ja, die müssen halt dauerhaft gekühlt werden. Ja gut, Leute, schreibt es in die Kommentare. Ich denke, einige von euch werden im Einzelhandel arbeiten und sich da ein bisschen besser auskennen als wir beiden, die da gar keine Ahnung von haben. Aber es ist interessant, ne? Mal sowas Backstage zu sehen. Aber in diese gruseligen Bereiche da hinten möchte ich jetzt nicht. Das ist echt richtig unheimlich. Also hier in diesen großen Bereichen, wo man alles überblicken kann, es ist gruselig. Komm jetzt. In diesen großen Bereichen. Flüstern, das ist alles gut. Ich flüster auch nicht. Ich muss aber auch nicht schreien. Ich flüster auch nicht. Psst, nicht so laut. Man muss ja auch nicht jetzt so laut schreien. Das halt so. Man sieht hier überhaupt nichts. Man sieht genug, das reicht. Okay. Mach das nicht so hell. Die Zuschauer sollen sehen, dass es gruselig und unheimlich Oh. ist. Ja? Ja, es ist wirklich gruselig. Sehr gruselig und unheimlich. Es ist wirklich. Hier kommt echt wenig Licht rein, Anja. Ja, das stimmt. Naja, und du hast die einzige Taschenlampe in der Hand. Wenn du jetzt einfach 10 Ich Meter... habe die auch selber geholt. Wenn du 10 Meter vor... Du hättest mir da auch eine holen können. Nö. Wenn du 10 Meter vorrennst, sehe ich, jetzt wird sich gar nichts mehr. Und da mache ich mir nachher noch in die Hose vor Angst. Oh, es wird am Regnen draußen. richtig, Ja, richtig feste. Leute, ich würde sagen, an der Stelle haben wir... An der Stelle haben wir erstmal alles gesehen und wir verziehen uns dann mal wieder ins Auto Ja. und packen die Kamera erstmal in die Jacke, damit die nicht noch Mach mal die klitschnass Heizung wird. an im Oh ja, Auto. Sitzheizung, let's go. So Leute, wie man unschwer erkennen kann, ist es gerade schon wieder, oder wird es gerade schon wieder dunkel? Ne, ist es eigentlich schon wieder dunkel, ne? Es ist schon dunkel. Es ist mittlerweile, naja, dunkel. gerade mal 16 Uhr, aber es ist schon ziemlich dunkel. Deswegen werden wir unsere Tour auch am morgigen Tag oder am übermorgigen Tag oder an einem anderen Tag weiterführen. Aber ich fand es schon echt interessant, was wir so erkundet haben. Ne? Gerade der Realmarkt, das war schon echt spannend. Ne? Deshalb würde ich sagen, beenden wir das Video an der Stelle und sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao, ciao.